Hi und willkommen zur Episode 20 auf dem Project Hydra Server hier im Timoversum. Und zwar befinde ich mich gerade, wie ihr wahrscheinlich richtig beobachtet habe, in Danikus Base. Denn die hat im letzten Video folgenden Kommentar hinterlassen. Wenn du mir jemals einen Streich spielen willst, mach es. Ich liebe Streiche. Und da habe ich gesagt, pass auf, was du dir wünschst. Also werde ich jetzt erstmal Daniku einen Streich spielen. Aber den werdet ihr erst nächste Episode die Auflösung sehen. Allerdings werde ich jetzt mal einen guten Standort dafür finden. Nun, da das aus dem Weg ist, wünsche ich dir persönlich, Daniku, viel Glück beim Suchen von dem Prank. Ich bin mal gespannt, ob du ihn findest. Wie gesagt, das wird erst in der nächsten Episode aufgelöst, also solltet ihr vielleicht abonnieren und auf Englisch subscriben, damit ihr die nächste Episode nicht verpasst. So, jetzt geht es natürlich erstmal zurück in den Shopping District, denn ich brauche noch ein paar, oh, ouch, denn ich brauche noch ein paar Materialien, denn ich möchte in dieser Episode auf jeden Fall mein Schloss anfangen zu bauen. Aber erstmal schauen wir nach den Profiten. Ja, meine Profite sind über der Decke, fast 3 Stacks. Das ist schon ordentlich. Ja, 3 Stacks ist ordentlich. Allerdings ist etwas aus. Und zwar, meine Endertruhen sind tatsächlich leer, die natürlich speziell benannt sind. Die sind tatsächlich leer, also es ist wirklich Zeit, dass ich mal wieder Obsidian farmen gehe. Also sehen wir uns gleich. Das wäre echt übel gewesen, wenn ich mit diesen Diamanten hier am Mann gestorben wäre. Also ich habe jetzt ungefähr 8 Stacks gefarmt, weil ich später auch noch mein Portal verbessern will, weil das ein bisschen unter dem Berg jetzt untergegangen ist. Allerdings packen wir doch jetzt lieber sicherheitshalber mal die ganzen Diamanten hier in meine Profitbox. Und dann würde ich sagen, crafte ich das Ganze hier einmal. Die Obsidian-Truhen. Zack. Ein bisschen Werbung schadet auf jeden Fall nicht. Deswegen habe ich so benannt. Allerdings sehe ich die irgendwie gar nicht in den Videos von den anderen. Naja, egal. Auf geht's wieder nach Hause. Ich habe noch ein bisschen Obsidian übrig. Das ist sehr gut. Aber jetzt geht's erstmal wieder Richtung Heimat. Warte. So, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, ist der Berg noch ein Stück weiter gewachsen. Allerdings wird es jetzt hier erstmal um dieses Portal gehen. Und zwar möchte ich das entweder hier reinpacken. Wahrscheinlich packe ich es da rein oder da rein. Vielleicht auch hier rein. Ich muss mal gucken, wie es passt. Allerdings heißt das jetzt wieder eine kleine Zeitraffer. Natürlich nur sehr klein. Und dann widmen wir uns hier oben meiner Burg danach. Und dann schauen wir mal, ob wir die ganzen Materialien zusammenkriegen. Und ich würde sagen, Musik ab und let's go. Da sind wir wieder. Das war wieder eine sehr kurze Zeitraffer, denn ich habe noch was anderes geplant. Also hier haben wir jetzt einen kleinen Höhleneingang. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich finde ihn ganz schön hier mit so ein bisschen Gewässer hier drinne. Und ja, mein Portal ist perfekt gelenkt. Ups, das gehört dahin. Und ja, hier hinter ist auch noch so ein bisschen geschmückt, ne? Einfach damit es nicht komplett leer ist. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt mein Portal. Und das andere ist schon abgerissen und sie sind perfekt passend zusammen. So, dann haben wir hier jetzt als nächstes vor, dieses Teil hier aufzubauen. Und zwar einen Teil vom Schloss anzufangen. Ja, und dafür muss ich jetzt erstmal
die Materialien zusammensuchen. Glücklicherweise bin ich ein bisschen messy in Minecraft und so musste ich wenig farmen, sondern eher zusammensuchen und darunter jede Menge Sandstein, darunter auch Sandsteintreppen und Sandsteinwände und dann noch eine ganze Kiste mit Sandstein mitnehmen. Dann hatte ich dies alles zusammen, dann brauchte ich noch ein paar Eichenstämme und natürlich ein paar geschälte Birkenstämme, da sie hübscher sind als Birken. Und dann habe ich mein grandioses Sortiment an Schulterkissen durchsucht nach rohen Goldblöcken. Nachdem ich die dann gefunden habe, habe ich mir dann noch Kies und Sand mitgenommen, um grauen Betonpulver herzustellen. Dann hatte ich auch noch graue Wolle gefunden, habe im selben Zug aber gemerkt, dass diese sicher nicht reichen wird. Also bin ich zu meinen Schafen geflogen, habe diese umfärbt und dann geschert, bis ich genug Wolle hatte. Nachdem ich damit fertig war, musste ich dann nur noch ein paar Drachenköpfe kaufen. Und weil die Birke geschält war, musste ich dann noch die Eichen und meine Fichtenstämme auch direkt noch schälen, einfach weil ich es kann. Und zu guter Letzt musste ich dann nur noch mein Betonpulver im Wasser härten lassen und abbauen und war dann bereit für den Bau. So, jetzt habe ich soweit alle Materialien zusammen, wie ihr hier seht. Ich hoffe, das reicht. Wir werden sehen, ob ich wieder was nachnehmen muss. Und dann würde ich sagen, mir fehlt jetzt nichts weiteres für die große Timelapse und den Anfang des Schlosses endlich. Musik ab und let's go. So, da das jetzt fertig ist und ich endlich meine Prokrastination hinter mir habe mit dem Projekt und hier ist tatsächlich gerade noch ein Creeper explodiert, deswegen ähm, muss ich hier nochmal gerade einen Block reinsetzen. Also ich habe ein bisschen zu viel gesammelt, besser zu viel haben als zu wenig. Und ja, das ist der Anfang meines Schlosses. Das wird wahrscheinlich, muss ich mal gucken, wahrscheinlich der Königssaal. Genau habe ich mir über das Interior noch nicht Gedanken gemacht. Ich war erst nur am Entwerfen. Hier ist auf jeden Fall dann, wo der Throninsasse dann hier einfach sitzen kann, ne? Und einfach sein Volk grüßen hier im Innenhof. Und dann haben wir hier noch für den Hofstaat Platz. Und hier vorne ist nicht richtig ausgeleuchtet. Und dann haben wir hier noch mehr Platz für den Hofstaat. Und jetzt muss ich nur noch eine einzige Sache tun, und zwar das sind hier diese Statuen, wofür ich auch die Drachenköpfe gekauft habe. Das wäre einmal ein Drachenkopf in die Richtung, ups,
in die Richtung. Oh nein. Nochmal. Die ritzen sich ja auch irgendwie andersrum hin, als man will. Also einmal ein Drachenkopf in die Richtung und ein Amboss und ein Drache in die Richtung. Ja, ich werde das hier alles noch mit Erde auffüllen, einfach damit das hier ein doppelter Boden hat, damit es dann die Beleuchtung einfacher ist. Innen ist natürlich noch nichts aufgebaut, aber ich denke, ich habe genug geschafft in dieser Episode, dass ich sie rausbringen kann. Zumindest habe ich jetzt auf jeden Fall das Schloss angefangen, mein erstes Gebäude, hier nochmal eine kleine Vogelperspektive. Und ich habe natürlich auch mein Portal versetzt und somit jede Menge geschafft. Also würde ich mich für diese Woche erstmal wieder verabschieden. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.